Deutsche Finanzämter jagen angeblich Kryptoanleger und wenn auch du jemand bist, der seine Kryptoeinkünfte in Deutschland nicht genau erklärt hat, dann ist angeblich der einzige sichere Weg, um dich zu retten, die Selbstanzeige. Ob das wirklich so ist, das wollen wir uns in diesem Video einmal näher anschauen. Der René vom YouTube-Kanal René will Rendite und sein Spezi Rolf Müller, seines Zeichens Steuerberater, haben vor kurzem ein interessantes Video auf dem Kanal von René veröffentlicht, das ein breites Medienecho gefunden hat. Hier zum Beispiel ein Bericht dazu auf Focus Online, dramatisch wie immer, atemlos wie immer, Steuerhammer. Deshalb zeigen sich gerade tausende Kryptoanleger selbst an. Hier dann auch ein Bild vom Steuerberater Rolf Müller und der Artikel letztlich dreht sich dann um das Thema Selbstanzeige. Angeblich soll es so sein, dass die Selbstanzeige hier der einzige Ausweg ist, wenn man hier seine Einkünfte beim Finanzamt falsch erklärt hat. Nun, ich stimme dem absolut nicht zu und ich würde niemandem leichtfertig zur Selbstanzeige raten. Sicherlich, die Selbstanzeige kann ein guter Weg für dich sein. Machst du die Anzeige rechtzeitig und machst du sie vollständig, dann ist dir die Straffreiheit zugesichert. Steuerhinterziehung ist ein sehr ernsthaftes Delikt. Darauf stehen in Deutschland sehr empfindliche Strafen. Man kann sagen, dass es schon ab 50.000 ziemlich ernst wird. Also sicherlich nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber ist die Selbstanzeige wirklich das Allheilmittel, das René und sein Rolf hier in diesem Video vorstellen? Dazu müssen wir zunächst mal zwei Fälle unterscheiden. Hat die Steuerhinterziehung bereits stattgefunden oder nicht? Hast du also bereits eine falsche Steuererklärung eingereicht, die du nicht mehr korrigieren kannst? Gehen wir also davon aus, dass du deine Steuererklärung noch nicht eingereicht hast für das entsprechende Jahr und dass du sie noch einreichen kannst. Ich würde dir auf keinen Fall empfehlen, hier eine falsche Steuererklärung einzureichen. Auf keinen Fall. Mir ist natürlich völlig klar, warum viele Kryptoanleger hier leichtfertig eine falsche Steuererklärung eingereicht haben. Ich gehe davon aus, dass die meisten, die sich hier zu einer Steuerhinterziehung, also zur Abgabe einer falschen Steuererklärung hinreißen lassen, dies aus Verzweiflung tun. Sie haben leichtfertig Kryptos verkauft, die sie weniger als ein Jahr lang gehalten haben. Damit war also der Verkauf nicht steuerfrei. Sie haben dann in eine andere Kryptowährung investiert und haben Totalverlust erlitten. Jetzt haben Sie nicht mehr das Geld, um die anfallende Steuer auf den ersten gewinnbringenden Verkauf Ihrer Kryptos zu bezahlen. Sie wissen nicht, was Sie machen sollen. Sie geben jetzt einfach eine Steuererklärung hier ab, vorschnell, ohne sich beraten zu lassen von einem Anwalt, von einem Steuerberater, hoffen, dass das Finanzamt von allem nichts mitbekommt und das Gras über die Sache wächst. Wenn auch du in dieser Situation bist, das heißt, du hast deine Steuererklärung noch nicht eingereicht, dann würde ich mich jetzt mit einem Rechtsanwalt kurzschließen, der idealerweise auf Steuerrecht spezialisiert ist bzw. auch Steuerberater ist. Besprich mit ihm deine Optionen. Kannst du möglicherweise in Raten bezahlen? Kann der Rechtsanwalt vielleicht eine Fristverlängerung für dich heraushandeln? Und du hast Zeit, währenddessen zum Beispiel hier Teile deines Vermögens zu liquidieren, um die Steuer bezahlen zu können. All das sind Punkte, die du sehr gut prüfen solltest. Reichst du vielleicht einfach die Steuererklärung noch nicht ein und nimmst potenzielle Versäumniszuschläge in Kauf? Wie gesagt, besprich dich mit deinem Anwalt, reiche auf keinen Fall die Steuererklärung hier mit falschen Informationen, mit unvollständigen Informationen ein. Steuerhinterziehung, wie gesagt, ist ein ernstzunehmendes Delikt. Das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Wenn die Verbindlichkeiten so hoch sind, dass sie existenzbedrohend für dich sind, solltest du dennoch keine Steuerhinterziehung begehen. Aber du musst dir im Klaren darüber sein, dass möglicherweise drastische Maßnahmen notwendig sind, um aus der Sache rauszukommen. Ein möglicher Schritt wäre zum Beispiel, dass du die Steuererklärung einreichst, dort in aller Ehrlichkeit deine Verbindlichkeiten erklärst und dann ins Ausland umziehst.
Wenn du in Deutschland bleibst und deine Steuerverbindlichkeiten nicht bezahlen kannst, wird das Finanzamt vielfach hier gegen dich vollstrecken. Unter der Annahme, dass du kein deutsches Vermögen hast, wird dann möglicherweise hier die Gläubigerinsolvenz seitens des Finanzamts gegen dich initiiert werden. Dem kannst du vielfach entkommen, wenn du im Ausland bist. Das ist, wie gesagt, absolut nicht strafbar. Du hast ja deine Steuern hier korrekt erklärt. Du hast deine Einnahmen gegenüber dem Finanzamt gemeldet. Es kann dir keiner verbieten, ins Ausland umzuziehen. Wenn du innerhalb der EU umziehst, dann kann das Finanzamt auch über die Steuerbehörden in den EU-Ländern hier die Gläubigerinsolvenz gegen dich einreichen lassen, beziehungsweise erstmal diese Finanzämter damit beauftragen, im Auftrag des deutschen Finanzamtes gegen dich zu vollstrecken. Jetzt fragst du wahrscheinlich, wer das Finanzamt wissen soll, dass du im EU-Ausland wohnst. Nun, wie gesagt, du solltest nicht fliehen, du solltest nicht den Eindruck erwecken, dass du auf der Flucht bist. Du kannst dem Finanzamt ruhig deine Adresse im Ausland geben. Wohnst du im Nicht-EU-Ausland, ist es vielfach schon viel schwieriger für das Finanzamt, hier irgendwas zu machen. In den meisten Fällen passiert hier in der Regel auch bei hohen Verbindlichkeiten nichts. Sicherlich, die Schulden existieren dann weiter in Deutschland, aber es kann kein Insolvenzverfahren gegen dich eröffnet werden. Wenn du eine Chance siehst, deine Steuerschuld in einigen Jahren bezahlen zu können, dann kannst du die entsprechende Summe vom Ausland aus ansparen, dann das Finanzamt kontaktieren und hier reinen Tisch machen. Die anfallenden Zinsen musst du natürlich auch bezahlen. Ganz wichtig, das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn du kein Vermögen hast in Deutschland. Hast du deutsche Immobilien, deutsche Konten, deutsche Unternehmen? Das sind natürlich alles Dinge, gegen die das Finanzamt vollstrecken kann. Ob dieser Weg für dich natürlich wirklich in Frage kommt, das ist etwas, das du mit deinem Rechtsbeistand klären musst. Vielfach sind natürlich Anwälte und Steuerberater nicht besonders kreativ. Wenn du also deinem Steuerberater oder deinem Rechtsanwalt von diesem Plan erzählst, dann würde ich erstmal erwarten, dass er die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Aber wie gesagt, wenn du es richtig machst, dann ist das absolut nicht illegal. Besonders einfach, das ist mir klar, ist das natürlich für Freiberufler, Unternehmer, Selbstständige, die von überall aus arbeiten können. Bist du jemand, der angestellt ist das Ganze natürlich vielfach sehr viel schwieriger. Kommen wir jetzt zum zweiten Fall und das ist der Fall, dass die Steuerhinterziehung schon stattgefunden hat. Das heißt, du hast deine Steuererklärung schon mit falschen Angaben eingereicht, du hast deine Kryptoeinkünfte nicht korrekt erklärt, du hast Steuerhinterziehung begangen, du kannst die Steuererklärung nicht mehr korrigieren. Das heißt, das Kind ist de facto schon in den Brunnen gefallen. Macht es jetzt wirklich Sinn, Selbstanzeige zu stellen? Tja, das kommt drauf an. Das Wichtigste ist zunächst mal bei einer Selbstanzeige, dass du das Flüssige hast, um auch hier deine Steuerschuld bezahlen zu können. Und wie ich es bereits gesagt habe, meiner Erfahrung nach reichen vor allen Dingen jene Kryptoanleger falsche Erklärungen ein, die nicht das Flüssige haben, um die Steuern zu bezahlen. Wenn du nicht das Flüssige hast, um die Steuererklärung zu bezahlen, dann reiche keine Selbstanzeige ein. Das rate ich dir jedenfalls. Denn damit du Straffreiheit erhältst, ist es unbedingt notwendig, dass du die Steuerschuld bezahlen kannst. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass es keine Pflicht zur Selbstanzeige gibt. Die Steuerhinterziehung wird dadurch nicht schlimmer, weil du keine Selbstanzeige machst. Wer keine Selbstanzeige macht, der hofft letztlich darauf, dass die Straftat verjährt, was üblicherweise nach 5 Jahren der Fall ist. Das heißt, bei der Beurteilung, ob du eine Selbstanzeige einreichen sollst oder nicht, ist natürlich auch die Frage, wann genau die Steuerhinterziehung stattgefunden hat. Hat sie vor 4 Jahren und 10 Monaten stattgefunden? Das heißt, gibt es noch 2 Monate, bis die Straftat ohnehin verjährt ist? Dann macht wahrscheinlich die Selbstanzeige keinen Sinn. Liegt allerdings das Vergehen nur 1 oder 2 Jahre zurück, wirst du die Sache vielleicht anders beurteilen. Auch hier ganz wichtig, sprich mit deinem Rechtsanwalt darüber. Auch hier ist natürlich der Wegzug ins Ausland vielfach ein approbates Mittel. Natürlich, der Wegzug ins Ausland hilft dir nicht wirklich, den Konsequenzen hier der Steuerhinterziehung zu entkommen. Aber ich möchte es einmal so formulieren. Meiner Erfahrung nach gilt jedenfalls vielfach die Devise aus den Augen, aus dem Sinn. Gerade wenn jetzt die Beträge, um die es geht, nicht besonders hoch sind. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Chance einer Verjährung
größer ist, wenn du nicht mehr in Deutschland wohnst. Das hat ganz praktische, ganz pragmatische Gründe und hat mit den Abläufen bei den Behörden etwas zu tun. Wer eben weg ist und nicht mehr da ist, um den kümmert man sich vielfach nicht mehr so intensiv wie die Schäfchen, die man hier noch im Trockenen glaubt, also sozusagen die Steuerzahler, die hier tatsächlich in Deutschland wohnen. Wie gesagt, diesbezüglich gibt es keine Gewissheit und je nachdem, wie groß der Betrag ist, stellt das Ausland hier auch kein Hindernis für das Finanzamt dar. Aber sagen wir es mal so, wenn du sowieso darauf spekulierst, dass das Ganze verjährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Verjährung meiner Erfahrung nach vielfach größer im Ausland als im Inland. Denn möglicherweise schaut sich das Finanzamt ja ein anderes Steuerjahr an und kommt darauf eigentlich auf die Idee, erstmal frühere Jahre zu prüfen. Bist du also schon seit 2 oder 3 Jahren aus Deutschland weg und hast sogar keine laufenden Erklärungen mehr, die in Deutschland geprüft werden müssen, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass alte Erklärungen nochmals angeschaut werden, bei weitem geringer. Wie gesagt, das ist jetzt hier, wie man so schön auf Englisch sagt, anecdotal evidence und nicht wirklich als empirische Information zu betrachten. Auch hier gilt, besprich dich mit deinem Steuerberater, besprich dich mit deinem Rechtsanwalt. Mir geht es in diesem Video eigentlich nur um eins. Während die Selbstanzeige sicherlich ein sehr sinnvolles Mittel ist, in vielen Fällen hier die Straffreiheit zu erreichen, sollte sie auch nicht unterschätzt werden. Hast du einmal eine Selbstanzeige gemacht, kannst du davon ausgehen, dass du für den Rest deines Lebens auf dem Kieker des Finanzamtes bist. Und wie gesagt, wenn du die Mittel ohnehin nicht hast, um die Steuerschuld zu bezahlen, oder aber das Finanzamt ist dir sowieso schon auf der Fährte, dann bringt das mit der Selbstanzeige sowieso nichts. Daher also überlege dir deine Optionen, lass dich von deinem Rechtsanwalt beraten und denke auch mal darüber nach, ob der Gang ins Ausland vielleicht konkret in deinem Fall nützlich sein könnte, sowohl in dem Szenario, dass die Steuerhinterziehung noch nicht entstanden ist oder auch in dem Szenario, wo du bereits Steuerhinterziehung begangen hast. Wenn der Gang ins Ausland auch für dich ein Thema ist, hoffentlich nicht vor dem Hintergrund einer Steuerhinterziehung, sondern weil du im Ausland ein steueroptimiertes Leben führen möchtest zum Beispiel, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich dort steuerlich optimiert aufzustellen, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.